Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Couscouspfanne mit Paprika, Tomaten und Feta-Käse. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend grob hacken. Außerdem habe ich hier 4 Spitzpaprika. Die werden jetzt entkernt, der Länge nach halbieren oder vierteln und dann in kleine Stücke schneiden. Und zum Schluss noch 2 Knoblauchzehen abziehen und ebenfalls grob hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt kommen Paprika, Zwiebeln und Tomaten in die Pfanne. Unter gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Währenddessen kümmern wir uns um die Tomaten. Da habe ich etwas mehr als 1 Kilogramm verwendet. Als erstes den Strunk mit einem kleinen Messer herausschneiden und die Tomaten anschließend halbieren und grob in Würfel bzw. Stücke schneiden. Als nächstes kommen schon mal die Gewürze in die Pfanne, einen gehäuften Esslöffel scharfes Eiweiß, dann noch je einen Teelöffel süßes Paprikapulver, Kumin sowie Koriander. Kurz unter das Gemüse rühren, ein paar Sekunden mit anrösten lassen und dann geben wir auch schon die Tomaten dazu. Die Tomaten einmal gut unterrühren, alles dann auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen und die Tomaten bei mittlerer Hitze für ca. 8 bis 10 Minuten ein wenig einköcheln lassen. Gelegentlich mal umrühren und zum Schluss kommen dann noch 150 Gramm Couscous dazu, außerdem 200 Milliliter Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe dazu gießen, alles einmal gut umrühren und den Couscous jetzt bei niedriger bis mittlerer Hitze ein paar Minuten quellen lassen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgesogen wurde. Zum Schluss nochmals mit Salz, Pfeffer und gegebenenfalls etwas Zucker abschmecken. Danach ist die Couscouspfanne fertig. Wir können sie servieren, einfach auf tiefen Tellern verteilen. Für die Garnitur noch etwas Feta-Käse drüber streuen. Außerdem passt gehackter Koriander sehr gut dazu. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.